Hallo aus Ägypten! Heute schauen wir uns die vermeintlich beste Actioncam des Jahres an. Die Kamera, mit der ich hier jetzt gerade filme, die Insta360 Ace Pro. Wenn ihr darauf Bock habt, dann bleibt dran. Los geht's in 4,5 Sekunden. Und damit jetzt auch nochmal Hallo aus dem kalten, ja sogar leicht verschneiten Münster. Wir waren letzte Woche im Urlaub in der Sonne und hatten da die neue Insta360 Ace Pro mit dabei, um damit ein bisschen rumzuspielen und ein paar Urlaubserinnerungen einzufangen. Das haben wir gemacht und auch sehr genossen. Wir wollten aber vor allem tatsächlich Urlaub machen und uns währenddessen nicht allzu sehr mit irgendwelchen Kamera-Features und Auflösungsdetails auseinandersetzen. Daher kommt das jetzt von hier. Aber wir haben, wie gesagt, vor Ort doch schon einige Sachen ausprobiert und einfangen können. Wir haben viel Positives, aber auch ein bisschen was Negatives zu berichten. Bevor wir da aber im Detail einsteigen und mehr Aufnahmen aus der Sonne sehen, werfen wir jetzt erstmal einen kurzen Blick auf die Kamera selbst. Auf den ersten Blick hat die neue Ace Pro ein klassisches Action-Cam-Design. Beim genaueren Hinsehen ist sie dann aber doch gar nicht ganz so klassisch, denn sie hat einen riesigen, klappbaren Bildschirm auf der Rückseite. Der ist super praktisch, weil man damit eben aus allen Blickwinkeln sehen kann, was man filmt. Damit eignet sich die Kamera auch perfekt zum Vloggen, wenn man den Bildschirm eben die kompletten 180 Grad aufklappt. Wenn man dann noch genauer hinschaut, sieht man den Leica-Schriftzug am Rande der Linse. Der zeigt an, dass der neue Sensor, der in der Kamera steckt, eben zusammen mit Leica, dem Kameraspezialisten aus Wetzlar, entwickelt wurde. Und der neue Sensor ist auch eines der Highlights der Kamera. Der ist vor allem nämlich ein ganzes Stück größer als so mancher Vorgänger und auch die der Konkurrenz. Ein größerer Sensor kann mehr Licht einfangen und das sieht man ganz besonders bei Dunkelheit. Schaut euch mal ein paar der Aufnahmen an, die wir in den letzten Tagen damit bei Dunkelheit gefilmt haben. Ich muss sagen, ich war echt überrascht. Ich meine, wenn man sich das anschaut, dann würde man doch nicht denken, dass das mit einer kleinen Actioncam gefilmt wurde. Bei Tageslicht gut aussehende Aufnahmen zu machen, das gehört inzwischen ja irgendwie bei jeder Kamera zum guten Ton. Aber bei Dunkelheit zerfällt das Bild von so kleinen Kameras in der Regel schnell und man bekommt schon früh ja, so ein starkes Bildrauschen und ein matschiges Bild. Das sieht hier deutlich anders aus. Der Grund für die gute Qualität ist aber nicht nur der neue, größere Sensor, der alleine könnte so ein rauscharmes Bild ehrlicherweise nicht erzeugen. Hier spielt auch die softwareseitige Verrechnung des gefilmten Materials innerhalb der Kamera eine Rolle. Insta360 hat der Ace Pro dafür einen sogenannten Pure Video Modus verpasst. Der analysiert die gefilmten Aufnahmen und wendet dann eine erweiterte Rauschunterdrückung an. So, und hiermit will ich mal ausprobieren, wie gut die Stabilisierung auch bei Dunkelheit funktioniert. Das kann ich auf diesem kleinen Bildschirm nicht so richtig erkennen. Ich bin gespannt, ihr seht das ja jetzt gerade schon. Was meint ihr? Ist das genauso flüssig und stabil wie im Hellen? Auf dem kleinen Bildschirm sieht es ganz gut aus. Das hat natürlich Grenzen. Die Schärfe ist irgendwann einfach nicht mehr die gleiche. Das ist klar. Es bleibt eben eine Actioncam. Auch wenn der Sensor jetzt deutlich größer ist, kann so ein Sensor natürlich nur eine gewisse Menge Licht einfangen und die Software bzw. der kamerainterne Chip nur mit den Aufnahmen arbeiten, die halt da sind. Aber alles in allem sind die Ergebnisse wirklich erstaunlich, finde ich.
So, und hier will ich jetzt einmal testen, wie gut dieser Nachtmodus mit unterschiedlichen Lichtquellen zurechtkommt. Hier ist so ein kleiner Bazar, unterschiedliche Shops, die unterschiedlich erleuchtet sind, unterschiedlich lichtwarme Quellen, unterschiedliche warme Lichtquellen, unterschiedliche Kelvinwerte, kühles Licht, warmes Licht, ganz viel. Und natürlich, ja, es könnte also ein bisschen was flackern, aber mal schauen, wie das so von der Helligkeitsverteilung aussieht, ob man mich nach wie vor erkennen kann. Ich gehe mal ein bisschen zickzack. Ich drehe hier um, sonst komme ich zurück zum Strand. Ja, hier wird es heller. Ich gehe mal hier rein. Erst ein bisschen Walk and Talk heute. Was meint ihr? Wie sieht das aus? Hier ist gerade ein sehr heller Shop. Ja, das könnt ihr sehen, denke ich. Hier ist wieder sehr dunkel. Ja, ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Die Vorteile des größeren Sensors in Verbindung mit den softwareseitigen Upgrades merkt man aber nicht nur in Lowlight-Szenarien, sondern auch tagsüber. Und da vor allem in Situationen, in denen ein hoher Dynamikumfang gefragt ist. Dafür bringt die Kamera jetzt auch einen HDR-Modus mit. HDR sorgt dafür, dass das Bild selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ausgewogen bleibt. Ich denke, das kann man hier ganz gut erkennen. Ich stehe innen drin in der Wohnung im Dunkeln und draußen ist es aber sehr, sehr hell. Und ohne HDR müsste die Kamera jetzt das gesamte Bild aufhellen, so dass mein Gesicht eben einigermaßen gut zu erkennen ist. Das würde aber dazu führen, dass der Hintergrund total überbelichtet ist. Das führt dann teilweise dazu, dass sogar im Hintergrund eigentlich nur noch weiße Schleier zu erkennen sind. Mit HDR kann die Kamera aber im Grunde zwei Bilder gleichzeitig belichten. Also die Schatten in meinem Gesicht werden aufgehellt, aber der Hintergrund bleibt eben trotzdem komplett zu erkennen. Und in der Ace Pro kombiniert das Insta360 jetzt mit einer Gesichtserkennung auch noch. Also man kann der Kamera vorgeben, dass, wenn sie ein Gesicht im Bild erkennt, dass die Belichtung des Gesichts Priorität hat. Ein weiterer Vorteil des neuen Sensors ist die Möglichkeit, 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Das bedeutet, dass man vierfache Zeitlupen erstellen kann und eben vierfache stotterfreie Zeitlupen. Wenn man die Auflösung auf Full HD runterschraubt, sind es sogar 8-fache Zeitlupen, also 240 Bilder pro Sekunde. Ebenfalls möglich sind Fotos, natürlich, die jetzt mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln. Da kann man dann also auch nachträglich noch ordentlich ranzoomen und bekommt trotzdem ein scharfes Bild. Warum erwähne ich das? Die 8000 x 6000 Pixel, die so ein Foto dann hat, sind genug für eine 8K-Auflösung. Für die wenigsten von uns dürfte es Sinn machen, in 8K zu filmen, allein schon wegen der Datenmengen und der Weiterverarbeitung. Aber die Tatsache, dass der Sensor das hergibt, bedeutet, dass man, wenn man in 4K filmt, tatsächlich zweifach ranzoomen kann, ohne dabei irgendwas an Qualität einzubüßen. Ich war selbst ein bisschen überrascht, wie häufig ich das im Urlaub genutzt habe, aber es ist auch irgendwo klar, so Actioncams haben ja in der Regel ein sehr weites Sichtfeld, wodurch gerade Dinge in der Ferne ja noch mal weiter wegwirken. Wenn man da eine Möglichkeit hat, einfach durch einen Knopfdruck zweimal näher ranzukommen, ohne ein verpixeltes Bild zu bekommen, ist das schon sehr, sehr praktisch. Wenn man den sogenannten Free-Frame-Modus wählt, dann filmt die Kamera im kompletten 4:3 Bildverhältnis, das der neue Sensor bereithält. Damit hat man mehr Bildinformation, mehr Blickwinkel, als es ein klassisches 16:9 Bild hätte, so wie man es aus dem Fernseher oder von YouTube auch kennt. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man, wenn man sein Material auch auf Instagram zum Beispiel nutzen will, später im Hochkantformat, das auch nachträglich noch auswählen kann. Man kann in der Insta360 Studio Software dann nachträglich das Bildverhältnis auf 16:9 oder 1:1 oder auch 9:16 wählen und das eben nachträglich, nachdem man schon gefilmt hat. Das heißt, man muss sich vorher gar nicht festlegen. Man kann in der Software dann auch die 360 Grad Horizontsperre aktivieren. Die sorgt dafür, dass das Bild wirklich immer in der Waagerechten bleibt, auch wenn sich die Kamera zur Seite neigt. Und noch ein Wort zur Stabilisierung. Also schaut euch das an. Ich laufe hier gerade rum und achte nicht besonders drauf, die Kamera total stabil zu halten oder ganz langsam zu laufen, um irgendwie Erschütterungen zu vermeiden. Ich kann mich sogar hier im Kreis drehen.
Und das Bild bleibt trotzdem total stabil. Also das, was Insta360 Flow State Stabilisierung nennt, das funktioniert aus meiner Sicht ziemlich gut. Die Ace Pro ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 Metern und das ohne ein zusätzliches Case. Das haben wir sowohl im Pool als auch im Meer getestet. Schnorcheln in Ägypten macht echt richtig viel Spaß, weil man nur ein paar Meter vom Strand häufig Hausriffe mit vielen Fischen hat. Ich bin auch einmal mit der X3 von Insta360, eine der neuesten 360-Grad-Kameras, schnorcheln gegangen. Schaut gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, da gibt es davon noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber zurück zur Ace Pro. Wenn man damit im Wasser war, müssen die internen Mikrofone ein paar Stunden lang trocknen, bevor die wieder ihren vollen Klang ermöglichen. Ob das, was die an Sound aufnehmen, aber generell gut klingt, habe ich auch getestet. Und dann zuletzt noch der Sound. Es waren in diesem Video schon ein paar Sequenzen zu hören, wo das interne Mikrofon der Ace Pro aktiv war, aber jetzt ist so ein bisschen der Wind stärker geworden. Ich nehme an, dass das jetzt nicht mehr ganz so gut klingt. Bei Wind ist es mit Actioncams immer schwierig, da braucht es, oder mit allen Kameras, da braucht es in der Regel ein Mikrofon mit einem Windpuschel oder man setzt auf irgendein Ansteckmikrofon. Aber ich höre das gerade noch nicht, also was meint ihr? Ich finde, das klingt wirklich mehr als brauchbar. Für eine Actioncam ist Sound ja eigentlich gar nicht so wichtig. Da das hier aus meiner Sicht aber schon eher eine Reise- oder eben auch Vlogging-Kamera ist, wollte ich das testen. Und die Ergebnisse sind überraschend ordentlich. Also klar, wie gesagt, bei Wind wird es schwierig, aber wenn es einigermaßen windstill ist oder man sogar drin ist, wie jetzt hier, sind die Mikrofone aus meiner Sicht wirklich mehr als brauchbar. Und jetzt lass uns noch einen kurzen Blick auf die softwareseitigen Neuerungen werfen. Da ist Insta360 aus meiner Sicht im Vergleich zu GoPro und DJI wirklich meilenweit voraus und die bringen auch regelmäßig weitere Updates mit neuen Funktionen raus. Vieles davon ist auch Spielerei, klar. Andere Sachen wiederum sind super praktisch. Eine neue Sache ist das KI-Editing-Feature. Wenn man das eingeschaltet hat, erkennt die Kamera automatisch die vermeintlich besten Sequenzen aus dem gefilmten Material, das man zum Beispiel über den Tag verteilt gefilmt hat und erstellt daraus einen fertigen, mit Musik unterlegten Clip, den man dann direkt und einfach teilen kann. Wer keine Lust auf Schnittprogramme und Nachbearbeitung hat, für den ist das super. Gar keine Frage, daher toll, dass es das jetzt gibt. Wir als im weitesten Sinne Filmemacher werden ehrlicherweise aber wahrscheinlich auch weiterhin selbst die Clips auswählen und zusammenschneiden, weil man dadurch natürlich einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität hat. Aber wie gesagt, für viele ist das sicherlich richtig praktisch, denn es ist ja schade, wenn man schöne Urlaubserinnerungen gefilmt hat, die aber mit niemandem teilt, weil es so aufwendig ist, die Sachen zu schneiden. Das kann hier sicherlich Abhilfe schaffen. Das gleiche gilt für eine andere neue Funktion. Man kann die Aufnahmen jetzt pausieren und später in der gleichen Datei beliebig weiterführen, wenn man das will. Dadurch hat man dann also nicht mehr ganz viele einzelne Clips, sondern alle Aufnahmen in einer Datei. Auch das ist für den einen oder anderen sicherlich praktisch. Es gibt noch viele andere Neuerungen, die ich hier jetzt nicht alle erwähnen will. Eine neue Gesten- und Sprachsteuerung gehört zum Beispiel dazu. Wirklich cool finde ich aber den AI Warp. Damit kann man kurze Clips mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aufpeppen. Hier ein Beispiel. Es ist schon echt verrückt, was heute so alles möglich ist. Aber zurück zu meinen Einschätzungen der Kamera. Das war jetzt alles sehr viel Lob, aber das Ding hat doch bestimmt auch negative Seiten, oder? Ja, ein paar Sachen sind mir da aufgefallen, die ich tatsächlich nicht so gut finde. Das größte Manko ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass die Ace Pro keinen auswechselbaren Linsenschutz hat. Also da ist ein Linsenschutz drauf, aber der kann nicht einfach von jedem zu Hause ausgetauscht werden. Und da muss ich jetzt einmal kurz unterbrechen, denn nachdem ich das Video gefilmt hatte, habe ich zum Linsenschutz Neuigkeiten erfahren. Er kann zwar tatsächlich nicht selbst getauscht werden und
Der Grund dafür ist, laut unserem Kontakt von Insta360, der Anspruch, eine noch bessere Wasserdichtigkeit und einen noch verlässlicheren Schutz gegen eindringenden Staub oder Fremdkörper zu erreichen, was man ja als Entscheidung sehr gut verstehen kann. Wenn die Kamera runterfällt und dadurch der Linsenschutz kaputt gehen sollte, ist es natürlich trotzdem doof, wie bei allen technischen Geräten. Aber da hat Insta360 jetzt was aus dem Hut gezaubert. Und zwar, sollte das passieren, dann tauscht einem Insta360 den Linsenschutz im ersten Jahr nach dem Kauf kostenlos aus. Man muss nur den Versand zur deutschen Niederlassung bezahlen, nur den Versand. Den Rest übernimmt Insta360. Da gibt es inzwischen eine offizielle Zusage. Das soll völlig unkompliziert und ohne Nachfrage ablaufen. Die Details dazu verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und das ist in jedem Fall ein cooler Move. Da sollten sich Apple und Co. mal eine Scheibe von abschneiden. Also den meisten von uns wird das ja sowieso nicht passieren. Aber falls eben doch, gibt es dafür jetzt eine Lösung. Sehr gut, weiter geht's. Zweite Sache, über die ich mich ein bisschen geärgert habe, ist die Befestigung unten an der Kamera. Die Kamera hat da auf der Unterseite so 4 Pins, die auch aus Metall sind und in die so eine Magnethalterung reingreift. Das funktioniert auch alles wunderbar und man kann die Kamera damit auf unterschiedlichste Arten befestigen. Was mich aber stört oder was ich schade finde, ist, dass die Kamera ab Werk leider kein 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite hat. Ja, man kann das zusätzlich kaufen und das kostet auch nicht die Welt, aber ich finde, 1/4 Zoll Gewinde sind einfach die typischste, die meistgenutzte Art zur Befestigung von Kameras weltweit. Auch alle Selfie-Sticks von Insta360 und auch dieses Kombi-Stativ, das neue von Insta360, haben das. Also, ich will die Magnethalterung gar nicht schlecht reden, die ist definitiv super praktisch, aber warum nicht zusätzlich auch ein 1/4 Zoll Gewinde unten mit reinmachen? Ich habe das vermisst. Wahrscheinlich hat das Platzgründe, nehme ich an, damit der Akku größer ausfallen kann oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Was nicht heißt, dass es nicht auch super viel Positives zu berichten gäbe. Ich denke, das ist offensichtlich. Das belegen die Aufnahmen. Und wo ich gerade schon den Akku erwähnt habe, der hat 1650 mAh und ist nicht fest verbaut. Er kann also einfach rausgenommen und ausgetauscht werden. Von 0 auf 80% lädt er dank Fast Charging innerhalb von 22 Minuten, von 0 auf 100% innerhalb von 46 Minuten. Und wenn er dann voll ist, hält der Akku bei 4K und 30 Bildern pro Sekunde laut Datenblatt 100 Minuten durch. Ich habe es selbst getestet und bin auf ganz knapp drunter gekommen, aber ich denke, das passt, denn viel wichtiger, die Kamera hat dabei nicht überhitzt. Und das ist nämlich so ein typisches GoPro-Problem. Ich bin damit in jedem Fall zufrieden. Und ich denke, damit ist soweit alles gesagt. Ich finde, das ist echt eine richtig coole Kamera geworden. Und aus meiner Sicht, mit Blick vor allem auch auf die anderen beiden großen Konkurrenten, ist Insta360 hier echt mal wieder ein richtiger Sprung nach vorne gelungen bei den Actioncams. Die Hardware mit dem Leica-Objektiv und dem klappbaren Bildschirm sind mega. Die Software-Updates rund um die Aufnahmen bei wenig Licht, den Zoom, die Zeitlupenaufnahmen, auch die coolen Spielereien mit der künstlichen Intelligenz machen Spaß und sind teilweise wirklich ein richtiger Mehrwert auch. Die aus meiner Sicht negativen Dinge oder Limitierungen habe ich angesprochen. Man darf nicht vergessen, es ist und bleibt eine Actioncam. Wer wirklich komplett rauschfreie Nachtaufnahmen will, wer Aufnahmen will, die keinen Fisheye-Effekt haben und trotzdem bis in die Ecken komplett scharf sind, wer mehr als zweifachen Zoom will, der ist hier falsch. Dann sollte man sich bei Vollformat-Wechselobjektiv-Kameras umschauen. Dann ist man aber natürlich auch schnell beim Vielfachen des Preises und braucht für wackelfreie Aufnahmen noch immer einen Gimbal. Der Preis der S Pro ist angemessen. Ich war nicht verwundert, als ich zum Launchtermin das Preisschild von 480 € gesehen habe. Das ist viel Geld, klar, aber man bekommt hier auch viel. Kein 1/4 Zoll Adapter, den muss man für 6 € noch dazu kaufen. Aber
Abgesehen davon bekommt man hier wirklich eine sehr, sehr leistungsfähige Actioncam. Wenn ihr die Kamera kaufen wollt oder auch eine der anderen Insta360 Kameras, dann empfehlen wir euch, auf den Link unten in unserer Videobeschreibung zu klicken. Dieses Video geht während der großen Weihnachtsaktion von Insta360 online, bei der ganz, ganz viele Kameras und Zubehörartikel reduziert sind. Da sind teilweise richtig gute Deals dabei. Und sowieso völlig losgelöst von irgendwelchen Aktionen, wenn ihr über unseren exklusiven Link unten auf den Insta360 Shop geht, bekommt ihr zu fast jeder Kamerabestellung ein gratis Geschenk obendrauf. Das seht ihr, wenn ihr dann auf der jeweiligen Kameraseite seid. Da wird eingeblendet, was das ist. Das kann ein Selfie-Stick sein, ein Case, ein zusätzlicher Akku, ein Stativ und. Aber wie gesagt, das gilt nur über unseren exklusiven Link unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet was lernen in meiner kleinen Kameravorstellung. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sonnenstrahlen mitschicken und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch bald Urlaub habt. Vielleicht steht da ja was an. Falls ja, wünsche ich euch da ganz viel Spaß, auch beim Filmen mit der vielleicht neuen Kamera. Falls ihr keinen Urlaub habt, dann wünsche ich euch viel Durchhaltevermögen bei den kalten Temperaturen. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.